Wir müssen in Deutschland jetzt handeln. Wir müssen in den nächsten 10 Jahren so viel wie möglich umsetzen, um die erneuerbaren Energien auszubauen, unsere CO2-Emissionen zu reduzieren, unsere Infrastruktur umzubauen, damit wir eben dieses Netto-Null-Ziel erreichen, und zwar innerhalb eines Budgets, wo wir sagen, das ist mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar. Das CO2-Budget an sich hilft uns eigentlich erstmal zu verstehen, dass wir mit unseren Emissionen auf Null kommen müssen. Das heißt, wir haben ein endliches Budget, das heißt, irgendwann müssen wir aufhören, weiter zu emittieren. Zusätzlich ist das CO2-Budget ein guter Orientierungspunkt dafür, wie schnell wir eigentlich unsere Emissionen auf Null bringen müssen. Also je kleiner das Budget, desto schneller und desto engagierter und ambitionierter müssen wir jetzt handeln. Mein Name ist Nadine Mengis, ich bin Klimaforscherin hier am Geomar. In meiner neuen Eminöter Forschungsgruppe beschäftige ich mich mit dem Thema Netto Null und was das eigentlich genau bedeutet. Seit meinem Doktor beschäftige ich mich eigentlich damit, diese Kohlenstoffentnahmemaßnahmen gerecht oder ganzheitlich zu bewerten. Dazu gehört eben nicht nur zu gucken, wie viel CO2 können die eigentlich aus der Atmosphäre rausnehmen, sondern auch, haben die eigentlich noch andere klimarelevanten Treibhausgase oder Emissionen? Wie sind die Auswirkungen auf die Umgebung, auf die Natur? Wenn wir hier in Deutschland unsere Emissionen eben auf Null bekommen, indem wir hier CO2 entnehmen und in biologische Speicherstätten zum Beispiel ablagern und dadurch eben einfach sich entwickelnde Länder entlasten können in ihrer in den Klimaauswirkungen, dann finde ich, muss man sich damit auseinandersetzen. Je mehr man sich mit dem 1,5-Grad-Ziel auseinandersetzt, muss man auch sehen, dass diese Entnahmemaßnahmen da drin vorgesehen sind in diesen Szenarien und auch nicht in kleinen Skalen. Also das ist wirklich eine großskalige Angelegenheit. Wie ist die Machbarkeit dieser Dinge und wie, wenn wir es umsetzen, wie können wir es gerecht umsetzen? Also es gibt Maßnahmen für Deutschland, wo wir CO2 aus der Atmosphäre entnehmen könnten und auch permanent speichern. Momentan ist die Machbarkeit dieser Methoden begrenzt, unter anderem aufgrund der sozialen Akzeptanz, dem politischen Willen und der Infrastruktur, die wir dafür bräuchten. Also wir könnten hier in Deutschland schon mehr machen, um diese CO2-Entnahmemaßnahmen zu unterstützen. Also Wissenschaftler, glaube ich, sollten ihre Wissenschaftsbubble ab und zu schon mal verlassen und eben die Ergebnisse, die sie herausfinden, dann auch außerhalb dieser Wissenschaftsbubble kommunizieren und auch eben so kommunizieren, dass die Leute auf der Straße das verstehen. Ich rede sehr gerne zum Beispiel auch mit meinen Freunden darüber, Freunden, die sich nicht tagtäglich damit beschäftigen, die fragen dann immer, hey, ist das eigentlich so und so? Und das ist für mich auch eine Art von Wissenschaftskommunikation. Das ist auch wichtig, dass man eben seinen Circle of Influence nutzt und irgendwie diese Themen bespricht und vielleicht auch mal vor nicht so ganz leichten Diskussionen nicht wegscheut, sondern sagt, also das sind die Fakten und jetzt müssen wir eben überlegen, was das bedeutet für uns hier im Alltag.